Marke Deutz-Fahr. Eine Geschichte, die über 150 Jahre zurückreicht. Sie ist eng mit der Erfindung des Viertaktmotors und der Entwicklung der ersten Traktoren verbunden. Auch heute schreiben Deutz-Traktoren moderne Geschichte. Marktführerschaft in mehreren PS-Klassen, immer weiter steigende Verkaufszahlen. Die Lauinger brauchen sich absolut nicht vor der Konkurrenz zu verstecken. Wirtschaftlichkeit, Power und jede Menge Herzblut. Das ist die neue Generation von Deutz-Fahr. Wessen steht in der Lüneburger Heide. Am Horizont bahnt sich Großes an. Deshalb werden die Parkplätze langsam auch rar. Hier steht heute alles im Zeichen der neuen Traktorengeneration von Deutz-Fahr. Die Firma Alcatec Land- und Kommunaltechnik hat eingeladen zum Feldnachmittag. Wir wollen einfach die Kunden hier einmal zentral zusammenkriegen und einfach mal Smalltalk halten, schauen, was können die Fahrzeuge, wie werden sie bedient. Die Fahrzeuge werden immer komplizierter und von daher kann man so einige Sachen kann man klären, wenn man mit dem Kunden selber auf dem Schlepper sitzt und wir einfach mal damit arbeiten und auch die Leistung, wie leistungsbereit sind die Schlepper, das kann man auf so einem Feldtag am besten zeigen. Was die aktuellen Maschinen des Herstellers aus Lauingen leisten können, wird hier vor Ort in eindrucksvoller Weise vorgeführt. Seite an Seite. Ein Anblick, den man so nur selten sieht. Wir haben heute hier die 7er Baureihe, das ist ein 7250 mit 250 PS. Da haben wir zum Beispiel eine Horsch Pronto 6DC hinterhängen. Dann haben wir noch einen 7250 da, der zieht einen Terrano FM von der Firma Horsch. Aus der 6er Baureihe haben wir einen TTV 6190 da. Da ist eine Express angehängt in 3 Meter. Dann haben wir den 6180 als Schalter da. In der P-Variante. Da haben wir einen 6 Meter Kurzscheibenegge hinter mit Fahrwerk. Wir haben den 6130 hier TTV, 4-Zylinder, ganz neu auf dem Markt. Der zieht einen 3 Meter Grubber von der Firma Horsch. Und hinten ausgestellt haben wir halt noch die neue 5er Baureihe und den Agro Plus. So ein Feldtag ist natürlich vor allem Service zum Anfassen und damit auch zum Ausprobieren und Testfahren. Deshalb nutzt so mancher die Gelegenheit, einmal selbst Platz zu nehmen. Man kennt sich hier und nutzt die Gelegenheit zum Fachsimpeln. Der Feldtag und die Deutz-Traktoren machen auch diesmal eindeutig Eindruck. Ich finde die relativ wichtig, kann man die Maschinen im Einsatz sehen und nicht nur auf Ausstellungen in Hallen. Ja, also die Traktoren überzeugen mich. Ich muss ganz einfach sagen, die Aufmachung ist gut, die Qualität ist sehr gut geworden bei Deutz. Und das Ganze drumherum, die Kabine, klasse. Ja, und zwar ist das die Deutz Motoren, die gehören mit zu den besten in Deutschland. Und ZF-Getriebe ist auch überall drin. Ist nur der Preis, ist besser, billiger wie Fett. Darum geht's. Deutz-Traktoren fahren wir schon über 40 Jahre. Und die alten haben wir noch auf dem Hof. Die sind sehr gut. Als Traktormarke einwandfrei. Jedenfalls die älteren Schlepper, die ich noch fahre. Ich habe einen, der ist 30 Jahre alt, immer noch wunderbar.
Das hört man bei der Firma Alcatec natürlich gern. Vor allem dann, wenn nicht nur die Stammkunden, sondern auch neue Interessenten dafür sorgen, dass der eine oder andere Deutz-Traktor schon bald eine neue Wirkungsstätte finden wird. Dieser Freitag ist einer der Tage, auf die sich die Verkäufer bei Alcatec immer ganz besonders freuen. Dann nämlich, wenn sie erfolgreich waren. Heute werden gleich 2 nagelneue Traktoren von ihrem neuen Besitzer abgeholt. Ein 6160 TTV und ein 6190 TTV werden künftig bei Landwirt Heinz-Jürgen Reckewell gebraucht. Er ist Ackerbauer und hat Milchvieh. Man kann sich vorstellen, wo die Traktoren ihren Einsatz haben werden. Heinz-Jürgen Reckewell nimmt die beiden natürlich auch höchstpersönlich und mit Begleitung in Empfang. Ja, die beiden Trecker, der kleinere, etwas kleinere, wird hauptsächlich in dem landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt und der etwas größere wird eingesetzt auf der Biogasanlage, die ich zusammen mit einem Kollegen betreibe. Da muss er die ganze Substratgeschichte abwickeln und die ganze Maisernte muss damit bewältigt werden. Bevor es vom Hof geht, gibt's natürlich noch einen kleinen Abschlusscheck. Der technische Betriebsleiter höchstpersönlich wirft noch einen Blick unter die Motorhaube. Gut, was wichtig ist, hier ist der Filter drin fürs Motor. Alles okay. Dann noch letzte Hinweise und Tipps in der Kabine. Und die macht bei den TTV-Modellen der 6er Baureihe als echtes Highlight richtig Lust auf künftige Herausforderungen. Viel Platz und maximaler Bedienkomfort mit Multifunktionsarmlehne und ergonomischem Joystick. Das überzeugt. Die pneumatische Federung sorgt zudem dafür, dass auch lange Arbeitstage auf unebenem Untergrund nicht zur körperlichen Tortur werden. Wirft man mal einen kleinen Blick auf den Wert, den so ein fabrikneuer Deutz bzw. gleich 2 davon haben, steht hier mal eben ein kleines Eigenheim. Ja, für uns ist das eigentlich eine Notwendigkeit. Klar ist ein besonderes Ereignis, wenn 2 neue Schlepper auf einmal auf den Hof kommen, aber wir fühlen uns in unserem Eigenheim genauso wohl wie in unseren Treckern und deswegen gönnen wir uns mal die neuen Trecker auch. Mit diesen Treckern kann man eine höhere Auslastung erzielen und die Mitarbeiter bleiben auch länger fit damit, ne? Und freuen sich auch, wenn sie mal auch auf einem neuen Trecker fahren können. Der Landwirt ist überzeugt davon, mit Deutz fährt man gut. Ja, man kann das schon fast so sagen. Die Schlepper laufen schon seit 2 Generationen bei uns auf dem Hof und die 3. Generation, die wir hier auch schon gesehen haben, ist auch von der Marke begeistert. Und zumal ich auch schon fast 30 Jahre in einer Schlosserei gearbeitet habe, wo Deutz repariert worden ist und ja, der Landhandel auch mit Deutz-Geräten gehandhabt wurde. Ja, also man kann schon sagen, man sind Deutzer, ne? Zum Abschluss gibt's noch eine standesgemäße Deutz-Kopfbedeckung als Geschenk. Man muss ja schließlich zeigen, was man hat. Dann noch letzte Formalien. Und endlich geht's für die beiden Maschinen auch schon in ihr neues Traktorenleben. Und das bedeutet sofort ab an die Arbeit. Mehr dazu aber später. Martin Konau arbeitet seit 2011 bei der Firma Alcatec. Er freut sich über jeden verkauften Traktor auch deshalb, weil er absolut von der Marke Deutz-Fahr überzeugt ist. Es ist so, ich bin früher mit dem Deutz eigentlich groß geworden. Auf einem Betrieb habe ich nebenbei ein bisschen ausgeholfen. Wir haben sehr viel Deutz auf dem Hof gehabt, vom 5006 bis irgendwann zum DX 630, 650.
und haben damit sehr gute Erfolge gehabt. Dass Deutz-Traktoren nicht immer nur auf Lob gestoßen sind, sondern zeitweise sogar heftigste Kritik einstecken mussten, ist ein Fakt, der eingefleischten Deutz-Fans noch immer ein wenig das Herz schwer werden lässt. Tatsache ist aber auch, dass sich seitdem eine Menge getan hat und diese Zeiten fürs Erste vorbei sind. Es war eine schwere Zeit. Es kam mal die Serie DX auf den Markt. Die hatte einige Probleme, wahrscheinlich mit dem Getriebe. Ich will da nichts Großartiges aufwühlen, das ist immer so eine Sache. Es waren viele verschiedene Probleme, die Deutz so ein bisschen vom Markt runtergewischt haben, wo die anderen Wettbewerber eben halt besser punkten konnten. Nur jetzt mit den heutigen Produkten sind wir so gut aufgestellt, im Stufenlosen wie im Schaltbereich, wo jeder Kunde sagen kann, ich brauche die und die Maschine, die passt zu mir, das ist technisch ausreichend für mich. Dadurch werden sich die Kunden dafür auch entscheiden, einen Deutz zu kaufen. Gegründet wurde die Firma Alcatec im Jahr 2007. Das Unternehmen beschäftigt knapp 30 Mitarbeiter an seinen Standorten in Oetzen, Lüchow und Osterburg und blickt auf langjährige Erfahrungen beim Thema Land- und Kommunaltechnik zurück. Der Verkauf neuer Landmaschinen ist nur ein Teil des Geschäfts. Wir haben auch die Montagen, Reparaturen von Schleppern, Maschinen aller Art. Es fängt an beim kleinen Rasenmäher oder kleinen Motorsäge bis zum großen Schlepper oder eben auch halt Mähdrescher. Des Weiteren Ersatzteilverkauf, sehr wichtig auch für uns, auch für den Kunden, eine pünktliche und schnelle Lieferung zu sehr guten Preisen. Das beweist immer wieder, Deutz ist an oberster Stelle mit den Werten eben in der Werkstatt und Ersatzteilpreisen. Manfred Mützel ist der technische Betriebsleiter des Unternehmens und legt in der Werkstatt häufig und gerne Hand an. Auch beim einen oder anderen Deutz-Schätzchen. Kein Wunder, dass er besonders gut weiß, was Gutes in den Traktoren steckt. Das Besondere ist einmal das hervorragende Design und das ist der Motor. Es ist ein sehr sparsamer Dieselmotor, der auch bei anderen Herstellern zum Einsatz kommt. Wie viel ihm an Deutz liegt, hat das Unternehmen vor einigen Jahren eindrucksvoll bewiesen. Im Jahre 2006 kam die Idee auf, ein Highlight zu machen mit Deutz. Und da ist uns die Idee gekommen, die Traktoren, die 2006 verkauft worden sind, einmal durch Lüchow fahren zu lassen. Und dies wurde dann mit einer Kamera aufgenommen und den Kunden dann auch ausgegeben, so dass man sagen kann, wir haben jetzt hier 9 Schlepper in einem Jahr verkauft und die einmal in einer Reihe durch die Stadt geschickt. Dass sich zwischen die neuen Deutze auch noch ein aufgehübschter Oldtimer gemogelt hat, war so zwar nicht geplant. Der Aktion selbst setzte das aber sogar noch das Sahnehäubchen auf. Zurück zum 6190 TTV. Der ist an seinem neuen Arbeitsplatz angekommen. Und zwar auf dieser Biogasanlage. Im Fahrsilo kann der neue Traktor gleich mal zeigen, was er so drauf hat. Arbeit gibt es hier nun wirklich genug. Er muss nämlich Mais aufschieben. Tonnen von Mais, die für den Betrieb der 500 kW-Anlage gebraucht werden. Diese ist seit 2005 in Betrieb und erzeugt pro Jahr über 3 Millionen Kilowattstunden Strom, der komplett ins Netz eingespeist wird. Betrieben wird sie vor allem mit Maissubstrat, daneben noch mit Grassilage, Mist und Gülle. Vor allem während der Maisernte heißt das Arbeit im Akkord. Heute ist der erste Tag, heute Morgen haben wir angefangen. Wir planen so 5 bis 6 Tage. Und fahren im Jahr, ich sage mal so roundabout 10.000 Tonnen Maissilage in dieses Fahrsilo hier ein. Und dann haben wir in der Regel noch 1 oder 2 Außenstellen, wo wir noch Grassilage einfahren im Laufe des Jahres. Aus logistischen Gründen in der Regel dann aber immer in der Nähe der Grünlandflächen, weil Grassilage im silierten Zustand dann für uns einfacher im Winter zu transportieren ist, hier vor Ort her. Jetzt geht es aber erst einmal um die Maissilage. Eine Arbeit, für die der 6190 TTV bestens gerüstet ist. Der Mittelklasse-Traktor überzeugt mit einer Leistung von maximal 193 PS und einem stufenlosen Getriebe.
Der 6-Zylinder-Deutz Common Rail Motor arbeitet kraftstoffsparend, und zwar sowohl bei solchen als auch bei Feldarbeiten und im Straßenverkehr. Je nach anfallender Arbeit kann im 6190 TTV zwischen 3 verschiedenen Getriebesteuerungsvarianten gewählt werden. Damit kann Kraftstoff gespart werden. Der Motor erfüllt mit der wegweisenden SCR-Technologie die Kriterien der EU-Abgasnorm 4i. Das SCR steht für Selective Catalytic Reduction. Dabei wird das sogenannte AdBlue, eine aus Harnstoff und Wasser bestehende, geruchlose und ungiftige Flüssigkeit, kurz hinter dem Motor und unmittelbar vor dem SCR-Katalysator in das Abgasrohr gespritzt. Schädliches Stickoxid wird so in harmlosen Stickstoff und Wasser umgewandelt. Ein Blick in die Kabine zeigt, wie modern der neue wirklich ist. Über den großen 12,8 Zoll i-Monitor lassen sich nicht nur Traktoreinstellungen und Isobus-Funktionen komfortabel per Touchscreen regeln. Von hier aus steuert der Fahrer auch ganz bequem das Agrosky-System, das durch eine Verbindung zu Satellitenempfängern eine automatische Lenkung der Maschine ermöglicht. Das bringt mehr Effizienz und Genauigkeit und sorgt damit dafür, dass der Traktor auch unter schwierigen Bedingungen sehr wirtschaftlich arbeiten kann. So viel Komfort und modernste Technik kommen an. Ich sage mal, mein Partner ist von klein auf oder von jung auf verheiratet mit Deutz. Er hat alleine 4 oder 5 Deutz-Schlepper, auch die ganz alten Modelle noch auf dem Hof. Ich selber war eigentlich nie irgendwie markenfixiert, aber da ich von ihm auch die Deutz-Schlepper kenne und insbesondere die neue Serie hat mich sehr überzeugt, was so den Bedienkomfort betrifft, was die Übersichtlichkeit betrifft. Für mich war wichtig, ein stufenloses Getriebe zu fahren, weil wir auf der Biogasanlage hauptsächlich Transportarbeiten verrichten. Wie ich ja vorhin schon sagte, wir transportieren sehr viel Gülle oder jetzt auch eben viele Dinge hier zur Biogasanlage her. Da war mir wichtig, dass ich ein stufenloses Getriebe fahre. Da hat Deutz in den letzten Jahren einen sehr guten Ruf, was so dieses Fahrverhalten etc. und den Verbrauch betrifft. Ja, und die Motoren, so nach meinem Dafürhalten, ist im Moment das Beste, was auf dem Markt ist. Waren so die Dinge, die uns überzeugt haben. Und wenn man selber mal drauf gesessen hat, insbesondere der neuen Kabine, die sie jetzt so seit 1 oder 2 Jahren auf dem Markt ist schon ein gewaltiger Schritt, den Deutz da gemacht hat. Wir sind jahrelang ein Fendt gefahren, sage ich auch so, wie es ist. Aber ich war von Anfang an überzeugt, als wir mal 1, 2 Probefahrten gemacht haben und jetzt auch, nachdem ich ein paar Tage damit gearbeitet habe, wenn er das hält, was er verspricht, dann war das die richtige Entscheidung für uns. Insgesamt 7 Tonnen wiegt der 6190 TTV. Ein Betongewicht am Heck bringt zusätzliche Masse beim Verdichten. Durch den Druck, den die Traktoren auf den gehäckselten Mais ausüben, wird der überschüssige Sauerstoff aus der Masse gepresst. Dadurch können sich hier keine Pilze und Bakterien bilden, die die Silage verderben würden. In der verdichteten Masse setzt später der Gärprozess ein, der für die Haltbarkeit der Silage sorgt. Der Neue macht bei seinem ersten Einsatz eine gute Figur. Zwischenfazit nach einem halben Arbeitstag vom neuen Besitzer. Im ersten Augenblick macht er schon ganz guten Eindruck. Wir sind von der Leistung eigentlich schon recht überzeugt. Wollen hoffen, dass er jetzt den ersten Kampftag übersteht. Zu tun ist hier für den großen Grünen noch jede Menge. Da kommt auch schon der ebenfalls neu erworbene 6160 TTV mit dem Abladewagen und bringt weitere Tonnen Silagemais. An ein Ende des Arbeitstages ist hier noch lange nicht zu denken. Bei der Vergärung in Biogasanlagen bleiben am Ende die sogenannten Gärreste übrig. Und die können ebenfalls noch verwertet werden. Wie hier auf diesem Feld in Brese im Bruche in Niedersachsen, wo Lohnunternehmer Helmut Hackerath gerade bei der Arbeit ist. Hier auf dem Feld düngen wir mit Substrat, das sind die Reste von einer Biogasanlage. Und die werden hier mit LKWs antransportiert und mit Schleppsträuchen auseinandergebracht. Gedüngt wird hier. Der Vorteil beim Düngen mit Gärresten liegt darin, dass beim Substrat große Mengen des ausgebrachten Stickstoffs in leicht pflanzenverfügbarer Form vorliegen. Zudem enthält es andere für die Pflanzen wichtige Stoffe und Spurenelemente.
Für ein erfolgreiches Düngen muss die Nährstoffzusammensetzung der Gärreste immer wieder neu kontrolliert und analysiert werden, da sie in Abhängigkeit von den verwendeten Substraten stark schwanken kann. Der Lohnunternehmer nutzt für die Arbeit einen Agrotron 7250 TTV, seines Zeichens stärkster der 7er-Serie. An den Traktor ist ein Güllefass mit einem Schleppschlauchsystem der Firma Vogelsang angehängt. Mit dieser Ausbringtechnik wird das Substrat noch zielgerichteter dorthin gebracht, wo es gebraucht wird. Die Gülle fließt dabei von oben in den Verteiler und wird von dort aus mit Hilfe des Rotors gleichmäßig auf die einzelnen Schläuche verteilt. Diese sind im oberen Bereich flexibel und passen sich so der Beschaffenheit des Untergrundes an. Die unteren Enden dagegen sind starr und sorgen dafür, dass die Gülle in und nicht nur auf den Boden fließt. Die Vorteile dieser Technik liegen auf der Hand. Sie ist umweltfreundlich, präzise und sorgt zudem auch dafür, dass Menschen mit empfindlicher Nase geschont werden. In den Pausen, bei Straßenfahrten und nach Arbeitsende werden die Schläuche einfach senkrecht nach oben geklappt. Damit tropft es auch nicht mehr nach. Insgesamt wollen hier rund 8 Hektar Feld mit etwa 250 Kubikmetern Gülle gedüngt werden. Eine Arbeit, für die sich der 7250 bestens eignet. Den haben wir seit einem Dreivierteljahr und wir haben uns den deswegen besorgt, weil wir die PS-Zahl brauchen. Es ist nicht mal so schönes Wetter wie heute, weil wir die PS-Zahl brauchen. Wenn man sieht, die Proportionen, das musste der größte mit sein. Und es ist ein Vario, also wie so ein Automatikauto fährt sich der. Power hat der 7250 TTV in jedem Fall. Der Großtraktor bringt es auf maximal 263 PS. Unter der Haube arbeitet ein 6-Zylinder Common Rail Deutz Motor mit umweltschonender SCR-Technologie. Der Einspritzdruck wurde auf 2000 bar erhöht. Neue elektronisch verstellbare Wastegate-Turbolader sorgen zusätzlich für einen sparsamen Dieselverbrauch. Ein Motor, der den Lohnunternehmer absolut überzeugt. Nicht zuletzt deshalb, weil Deutz draufsteht. Ich bin Deutzer, ja. Also die Deutz-Motoren, das ist ein Fall. Ich habe sogar Pumpen, die haben alten 6-Zylinder Deutz-Motor. Die sind sowas von sparsam. Mit den pumpen wir auch Flüssigkeiten hin und her. Habe ich 2 Pumpen zusammengebaut. Früher war Deutz luftgekühlt, das war der Renner. Die laufen heute noch. Das Getriebe des 7250 ist stufenlos und für Geschwindigkeiten bis 60 km/h ausgelegt. Dem Fahrer stehen je nach Einsatzgebiet 3 unterschiedliche Fahrstrategien zur Verfügung. Außerdem kann zwischen den Betriebsmodi Eco, Power und Automatik-Modus gewählt werden. Hell, großzügig und ansprechend ist auch die Maxi-Vision-Kabine im 7250. Der Multifunktionshebel ist ergonomisch und mit den wichtigsten Funktionen verknüpft. Von hier aus lässt sich auch das AgroSky Parallelfahrsystem aktivieren. Der iMonitor ist in die Armlehne integriert. Hier hat der Fahrer unter anderem Geschwindigkeit, Verbrauch und alle anderen Daten wie Isobus-Anwendungen immer im Blick. Ein luftgefederter Fahrersitz und ein bequemer Beifahrersitz sorgen für zusätzlichen Fahrkomfort. So lässt es sich arbeiten. Ja, wir sind sehr zufrieden. Aber nach 500 Stunden, da gehen die meisten noch nicht kaputt. Also wir sind sehr zufrieden, ja. Vom Spritverbrauch und ist alles okay. Klare Sache, Deutz kommt bei Hackeratz immer wieder auf den Hof. Ja, wegen den Motoren ist es so. Die Motoren, die haben das ausgemacht. Und die Haltbarkeit und Spritverbrauch und der Preis. Die richtigen Zahlen kriegt man nicht aus, aber wie gesagt, zwischen Fendt und Deutz, da sollen Welten siegen. Richtig große Mittelklasse-Auto. Und das muss ja nicht sein. Der 7250 TTV kommt also an, auch weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Das beweisen insgesamt bislang 5 internationale Auszeichnungen, die der Traktor bereits für sich verbuchen konnte. 2012 wurde er zum Tractor of the Year 2013 gekürt und erhielt den Designpreis Golden Tractor for the Design. 2013 folgten dann der Good Design Award 2012 und der Red Dot Product Design Award. 2014 schließlich erhielt er den Industriepreis Compasso d'Oro für Funktionalität, Ergonomie und Effizienz.
Ein paar Kilometer weiter in Lüchow-Bösel befindet sich der Betrieb von Wilhelm Kiefer. Das landwirtschaftliche Unternehmen hat jede Menge Nutzfläche und dadurch natürlich auch immer gut zu tun. Wir haben 284 Hektar, davon sind 260 Hektar Acker und 25 Hektar Grünland. Wir haben im Anbau Zuckerrüben, Silomais und im Getreide Wintergerste und Winterweizen. Als zweiten Betriebszweig haben wir das Lohnunternehmen. Da wird Pressen, Heu, Stroh sowie Getreideernte, Rübenroden und das Maislegen gemacht. Oder auch Wickeln im Lohn. Heute steht die Grassilage an. Hier kommen gleich alle 3 Deutz-Traktoren des Unternehmens zum Einsatz. Wir sind hier auf der Fläche mit einem M650 vor der Presse, mit einem M640 zum Laden und mit einem 6160 zum Ballenabfahren und zum Schwaden in Gange. Dieses Futter wird heute eingefahren, wird auch im Laufe des Tages noch eingewickelt, um dann sie zu silieren und für die Mastbullen, für die 140 auf dem Betrieb noch als Futter zu dienen. Der 6160, hier mit einem Zweikreisel-Mittelschwader von Krone, ist das drittgrößte Modell der 6er Baureihe, die Ende 2012 von den Lauingern vorgestellt wurde. Das Unternehmen hat sich bewusst für die Variante P und das Schaltgetriebe entschieden. Momentan ist es noch so, dass wir mit dem Schaltgetriebe besser zurechtkommen, weil wir die Erfahrung selber gemacht haben, dass wir mit dem Schaltgetriebe weniger Kraftstoffverbrauch haben als beim Stufenlosen. Gerade bei schweren Arbeiten auf dem Acker wie Pflügen oder Gruppern sind wir mit dem Schaltgetriebe besser gefahren. Der Sechszylinder des 6160 bringt eine Maximalleistung von 156 PS bei rund 6000 Kubikzentimeter Hubraum. Der 6,1 Liter Deutz Common Rail Motor verfügt über 4-Ventiltechnik, Turbolader mit elektronisch geregeltem Wastegate-Ventil. Das Landtechnikmagazin Traction kürte den 6160P Mitte 2014 auf Basis des Powermix-Tests der DLG zum Besten seiner Klasse. Pluspunkte gab es vor allem für den geringen Diesel- und AdBlue-Verbrauch, außerdem für Hydraulik, Hubkraft und die insgesamt 4 Zapfwellengeschwindigkeiten. Der Schwader hat eine Arbeitsbreite von 7,6 bis 8,8 Meter, die hydraulisch vom Traktor aus verstellbar ist. Die Arbeitstiefe kann elektrisch eingestellt werden. Zwei Kreisel mit je 13 Zinkenarmen fassen das geschnittene Gras zusammen und legen es mittig ab. Im Schnitt schaffen Traktor und Schwader pro Stunde eine Fläche von ca. 6 Hektar. Dieser wird bei uns auf dem Betrieb eingesetzt. Der wurde gekauft als Pflegeschlepper zum Spritzen, Düngerstreuen im Frühjahr. Der hat auch Frontladerkonsolen dran. Der kann der Frontlader von dem M640 auch mit angebaut werden. Das passt auch. Sowie zum Wickeln oder auch im Winter, zum Winterdienst wird er eingesetzt. Nach dem Schwaden wird das Gras mit einer Quaderballenpresse von Klaas aufgenommen. Gezogen wird die Maschine vom M650. Die Bedienung der Presse erfolgt komfortabel aus der Kabine heraus über das Isobus-Terminal. Eine 2,10 Meter breite Pickup nimmt hier das Erntegut auf. Danach wird es mit bis zu 150 Bar verdichtet, gepresst, geknotet und verlässt die Presse zum Schluss in Form von Quadern mit einem Ballenquerschnitt von 80 x 70 cm. Die Vorteile von Quaderballen gegenüber Rundballen liegen in der hohen Verdichtung und darin, dass sie einfacher zu stapeln und zu transportieren sind. Dank seiner Maximalleistung von rund 190 PS eignet sich der M650 hervorragend als Zugmaschine für die Ballenpresse. Im Herbst läuft er vor einem 24 Kubikmeter Muldenkipper zum Rübenfahren und im Frühjahr hat er eine Maisdrille hinter.
Die frisch gepressten Ballen müssen nun noch verladen werden. Diese Arbeit erledigt ein M640 mit einem Stollfrontlader der Serie Robust FZ. Dieser wird vom Traktor aus per Joystick gesteuert. Bei aller modernen Technik, für die Arbeit mit dem Frontlader braucht der Fahrer jede Menge Geschick. Das Beladen des Abfahrwagens ist echte Maßarbeit. Der M640 bringt eine Nennleistung von 171 PS mit. Wie seine anderen beiden Wegbegleiter verfügt auch dieser Traktor über 4-Ventiltechnik, 6 Zylinder, Common Rail Motor, externe Abgasrückführung und volle Biodieselfreigabe. Beim Lohnunternehmen ist er die Maschine der Wahl für den Frontlader. Seine Load-Sensing-Hydraulik hat eine Leistung von 120 Liter pro Minute bei einem Druck von 200 Bar. Dieser kann aber auch im Notfall das Wickelgerät angebaut kriegen. Die Konsolen sind alle gelegt dafür. Er wird des Weiteren eingesetzt, er hat Zwillingskuppler dran und wird im Herbst für die Getreideaussaat eingesetzt mit Zwillingsbereifung sowie auch für jegliche anderen Arbeiten im Frühjahr. Bei 30 Grad im Schatten ist auch die Klimaanlage in den Traktoren unverzichtbar. Bei der Arbeit ist vor allem eines gefragt: Tempo. Später soll es gewittern. Das Gras muss nun schnell vom Feld. Bei Silage ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Ist es zu trocken, ist es Heu, ist es zu feucht, ist es für die Silage auch nicht so schön, weil wir für die Rinder natürlich auch eine gewisse Rohfaser drin haben müssen im Futter. Dieser darf aber auch nicht zu hoch sein oder zu niedrig. Nach getaner Arbeit auf dem Feld geht es auf dem Hof des Landwirts weiter. Hier kommt ein Ballenwickelgerät von Welger zum Einsatz, das beim Traktor im Frontanbau elektrohydraulisch betrieben wird. Das ermöglicht eine exakte Ballenablage und spart zudem Zeit. Die Ballen werden luftdicht in mehrere Lagen PE-Folie verpackt. So kann das Gras zur Silage vergären. Die Ballensilage hat durchaus einige Vorteile gegenüber anderen Verfahren. So kann die Silage in kleineren Mengen verbraucht werden und kann auch besser transportiert und gelagert werden. Im Gegenzug sind aber auch die Kosten durch das Wickeln und der Aufwand bei der Kontrolle der Lagerung höher. Beim Ballenwickeln muss wieder der 6160 ran. Für Betriebschef Wilhelm Kiefer ist klar, Deutz-Fahr, das passt hier einfach. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist ja preislich, ist er gut und ja, muss auch gefallen. Das ist wie mit dem Auto. Wenn er einem zusagt, ja, dann ist das so. Man wechselt ja auch nicht. Wenn ich jetzt mehrere von einem habe, weil ich auch viele Leute habe, ja, die den fahren und die setzen sich auf den Schlepper, dann sind sie gleich Firmen. Wenn du mehrere Fabrikate hast, heute bei der Technik, da musst du dich erstmal raufsetzen und überlegen, was passiert jetzt, wenn ich diesen Hebel oder den Hebel benutze. So kann ich jeden Aushilfsfahrer mal raufschicken, wenn er schon gefahren ist, setzt sich drauf und fährt wieder. Ja? Das ist einfacher, als wenn ich 3 oder 5 Fabrikate habe. Und während ein Ballen nach dem anderen unter der Folie verschwindet, neigt sich der Tag in Bösel langsam dem Ende. Morgen geht es weiter mit der Arbeit und den Deutz-Traktoren 1, 2 und 3.
Steffenberg in Hessen. Hier hat die Firma Schreiner Maschinentechnik ihren Sitz. Das Unternehmen ist kürzlich 50 Jahre alt geworden. Inzwischen arbeiten hier 3 Generationen. Helmut Schreiner, der Seniorchef. Ja, da steckt Herzblut drin und viel Arbeit. Ich habe fast jeden Tag 10 bis 12 Stunden geschafft, mein Leben. Und da hat man viel erlebt und auch mitgemacht. Die Söhne Arno und Gerold Schreiner. Beide führen das Unternehmen seit 2001. Das mache ich schon etliche Jahre, bin sehr jung in dieses Unternehmen hineingekommen, bin 16 Jahre und mittlerweile bin ich 50 Jahre und immer nur in der Landtechnik tätig. Natürlich, mein Fokus ist der Deutz-Schlepper in Verbindung mit Krone Landtechnik und unser Unternehmen hat heute 75 Mitarbeiter. Ich arbeite in 3 Standorten mit diesem Unternehmen und ja, wir verkaufen gerne Landtechnik und sind natürlich auch in diesem Bereich sehr gut aufgestellt. Die jüngste Generation, Jonas und Niklas Schreiner. Beide arbeiten im Verkauf. Also was mir persönlich am meisten Spaß macht, ist ganz klar der Kontakt zum Kunde, weil ja, der Kunde, mit dem kann man sprechen, mit dem kann man über die Maschinen reden, den kann man was erklären, was erzählen und man kriegt immer wieder ein Feedback vom Kunde. Das ist was ganz Wichtiges, eben, dass man mit Menschen zu tun hat und das ist mir am wichtigsten persönlich. Beim Blick in die 800 Quadratmeter große Ausstellungshalle offenbart sich, hier stehen alle Zeichen auf Deutz. Und zwar bereits seit 1968. Deutz ist eine alte Firma, die von über 100 Jahren gegründet wurde. Hängt mit dem Dieselmotor zusammen, Entwicklung und die ganzen Geschichten, die haben mich beeindruckt. Und deswegen, weil es ja eine Top-Marke ist, die weltweit überall verbreitet ist, die weltweit einen Namen hat. Und deswegen machen wir Deutz. Wir wollen immer Marktführer haben und erfolgreich sein. Erfolgreich kann man nur sein, wenn man auch ein Fabrikat hat, was top ist. Und das ist Deutz? Das ist Deutz. Ja, warum Deutz? Deutz, einmal man lebt mit was, man wächst mit was auf. Meine Erinnerung an die Traktorenwelt bei uns ist der Deutz. Und wenn Sie dann damit aufgewachsen sind, wenn Sie damit gelebt haben, wenn Sie daran geschraubt haben, alleine schon diese Dinge verbinden Sie mit einem Produkt. Und wenn Sie dann das noch ein Stück weit leben und auch mal nachts aufwachen wegen einem Deutz, dann ist das schon letztlich das Thema. Positiv, einfach Deutz macht Spaß und ich kenne nichts anderes wie Deutz, weil Deutz das Produkt ist, was ich ein Stück weit auch liebe. Deutz-Fahr ist eine lange Geschichte, vom luftgekühlten Motor bis jetzt zu den neuen wassergekühlten Motoren. Und es ist einfach eine Geschichte, die mich begeistert. Und für mich gibt es kein anderes Produkt außer Deutz-Fahr, weil ich einfach schon damit aufgewachsen bin, groß geworden mit bin und mich mit dieser Marke voll 100% identifizieren kann. Wie man merkt, zumindest in Sachen Nachwuchs ist bei Schreiners für die Zukunft vorgesorgt. Alle 5, wie Sie hier stehen, haben Landmaschinenmechaniker gelernt. Das heißt, wir sind ausgebildete Leute in der Landtechnik, in der Mechanik und das Kaufmännische haben wir uns nach und nach natürlich dazugeholt. Aber ich denke, 3 Generationen in einem Betrieb und die arbeiten miteinander und das geht relativ gut aus bei uns. Das heißt, wir haben nicht sehr viel Stress, sondern es wird sich auch mal gezofft, aber letztendlich wir ziehen an einem Strang und das ist das Entscheidende. Deswegen arbeite ich ja heute noch, weil ich meine Kinder und Enkel bei mir habe und die um mich herum sind. Und das macht mich frei und froh. Einer der neuesten Traktoren, die im Sommer 2014 hier zu bekommen sind, ist der 7230 TTV, der kleinere Bruder des 7250 TTV. Vor allem die Kabine mit dem iMonitor 2 hat es dem jungen Verkaufsberater ganz besonders angetan. So, hier sehen wir jetzt im 7er den neuen iMonitor bzw. die neue Software 2014 auf dem iMonitor drauf. Das ist der iMonitor 2 von Deutz. Jetzt kann ich hier raufgehen, das ist eben die neue Funktion, dass ich mir jetzt die Steuergeräte einzeln belegen kann. Wenn ich jetzt hinten habe jetzt hier die Farbe Orange oder Gelb auf dem Steuergerät 1, kann ich auf alles umlegen, kann mir zum Beispiel sagen, dass ich die Farbe Gelb auf Steuergerät 2 haben möchte oder ähnlich. Ich kann jedes Steuergerät miteinander kombinieren und tauschen und kann es mir dann nachher auch immer hinterlegen. Das heißt, ich kann für den Krupper beispielsweise abspeichern, wie ich meine Steuergeräte verwendet habe, wie ich sie eingestellt habe und kann mir das abspeichern und immer wieder abrufen, brauchst dann nicht mehr erneut einstellen. Das nächste ist, dass wir dann das Vorgewendemanagement auch noch hinterlegen können. Somit kann ich mir alle Funktionen auf diesen iMonitor speichern
und dann gegebenenfalls abrufen und braucht keine langen Vorarbeiten mehr leisten, um mit der Maschine arbeiten zu können. Der iMonitor ist bei Deutz die Philosophie, dass man eben alles darüber abrufen kann und er harmoniert mit den ganzen Systemen, die Deutz verbaut. Zum Beispiel AcroSky, das Spurführungssystem von Deutz Fahr, ist hier auf dem iMonitor abrufbar und man braucht keinen anderen Monitor, sondern man kann es alles über den iMonitor abrufen, bedienen und das ist eben eine sehr schöne Funktion, das alles bei Deutz, was sie entwickeln, miteinander harmoniert und alles über den iMonitor zu steuern ist, abzuspeichern ist und immer wieder abzurufen ist. Auch sonst steckt in dem 7230 TTV jede Menge Gutes. Er bringt 245 PS Maximalleistung und verfügt ebenfalls über die wegweisende SCR-Technologie, einen Common Rail Dieselmotor und so geringe Abgaswerte, dass sie der Tier 4 I-Norm entsprechen. Der Verkauf der Maschinen ist für das Unternehmen natürlich das A und O. Der jährliche Umsatz im zweistelligen Millionenbereich kann sich mehr als sehen lassen. Aber Schreiners wissen eben auch, vor allem zufriedene Kunden kommen wieder. Deswegen wird hier auch der sogenannte After Sale, der Service, groß geschrieben. So groß, dass sich die Firma Schreiner im Jahr 2013 unter 450 Bewerbern den Bundessieg beim Agrartechnik Service Award holte. Der Award ist eine Auszeichnung dafür, dass man wirklich einen guten Service bietet. Das sind 480 Punkte, die abgefragt werden in einem Unternehmen. Das ist so eine kleine ISO, sage ich immer wieder, eine Zertifizierung. Und diese 480 Punkte, die werden dann im Detail beleuchtet von der Kommission. Das heißt, da kommt eine Kommission heraus und diese Kommission beurteilt dann diese ganzen Leistungsparameter. Und da drin waren wir, es war also eine tolle Geschichte, wir waren fast Erster gewesen, aber es war die Agravis, ist ja auch ein aktiennotiertes Unternehmen. Und wir im Endrennen und final konnten wir diesen Award doch gewinnen, vor Agravis sogar. Und da gab es einen Freudenschrei hier im Haus und das war schon wirklich eine ganz tolle Sache. Täglich kommen hier rund 30 Reparaturanfragen rein, die in der Werkstatt schnell und zuverlässig erledigt werden. Wir reparieren die Fahrzeuge, wir haben ein sehr umfangreiches Ersatzteillager in diesem Bereich. Das haben wir an allen Standorten und unsere Besonderheit, würde ich sagen, sind heute 18 fahrende Werkstätten. Das heißt, es sind Servicefahrzeuge, die voll eingerichtet sind und wir können dann jederzeit und schnell auf die Kunden reagieren. Wenn ein Ausfall von der Maschine da ist, können wir sofort den Service machen. Und genau das passiert gerade in der Niederlassung der Firma Schreiner in Schwalmstadt-Treysa, rund 60 Kilometer von Steffenberg entfernt. Einsatz für Hartmut Weber. Er ist seit 20 Jahren beim Unternehmen und fährt mit seinem Kundenservicewagen ca. 35.000 Kilometer pro Jahr. Heute nimmt er einen 7230 TTV unter die Lupe. Ich bin heute hier wegen der Wartung eines TTV 7230. Die habe ich soweit durchgeführt. Ich muss die Maschine nur noch neu kalibrieren und dann ist die Maschine fertig und der Kunde kann sie abholen. Für die Kalibrierung der Sensoren nutzt der gelernte Landmaschinenmechaniker ein speziell von der Firma Same Deutz Fahr entwickeltes Analysegerät. Das kommt in die Diagnosesteckdose am Traktor. Via Bluetooth werden die Daten direkt an den Laptop übertragen und ausgelesen. Dann kann Hartmut Weber die alten Werte für die Sensoren entfernen und sie neu aufsetzen. So hat der Fahrer künftig wieder alle Messdaten wie Geschwindigkeit, Temperatur oder Druck im Blick. Was die Entwicklung der Traktoren angeht, hat der Fachmann so viel Ahnung wie wenige. Immerhin arbeitet er bereits seit Jahrzehnten mit Deutz Fahr. Also in früheren Jahren, da haben wir mehr mit der Hand gearbeitet, schwerer gearbeitet. Heute haben wir unsere Elektronik, die ist auch nicht manchmal einfach, aber wir haben nicht mehr so schwere Arbeiten durchzuführen. Zum Schluss gibt Hartmut Weber noch mal richtig Gas bei einer kurzen Probefahrt. Bei Vollgas schafft er 7230 bis zu 60 Kilometer pro Stunde. Man sieht, der Mann hat wirklich Spaß an seiner Arbeit.
Seit über 40 Jahren arbeite ich an diesen Deutz-Fahrtraktoren und ich möchte auch keine anderen Traktoren machen, weil ich habe das grün-blaue Blut in mir. Deswegen ist das so. Alles in Ordnung. Der Traktor kann wieder zu seinem Besitzer zurück. Der Servicemann hat auch diesmal seinen Job spitze erledigt. Zurück nach Steffenberg. Hier ist auch Landwirt Dennis Merte im wahrsten Sinne des Wortes auf den Deutz gekommen. Der 36-Jährige schätzt eben diesen zuverlässigen Service, den das Unternehmen Schreiner anbietet. Für mich war halt jetzt hier entscheidend, ich habe einen Servicepartner vor Ort und der auch einen sehr guten Service bietet, alles sehr problemlos. Und das ist natürlich auch ein Argument, wenn ich irgendwo anders und ich muss ewig weit fahren bis in die nächste Werkstatt oder für ein kleines Ersatzteil da 50 oder 60 Kilometer fahren, das ist auch ein Zeitverlust. Und da ich das ja auch Ganze irgendwo im Nebenerwerb betreibe und noch einer regulären Arbeit nachgehe, ist das auch mit entscheidend, dass ich einen Service vor Ort habe. Auf diesem Feld steht heute die Grasernte an. Hier kommt ein Deutz Agrotron 5100P, Baujahr 2013 zum Einsatz. Für den Besitzer, der seinen 25 Hektar Betrieb mit Mutterkuhhaltung und einigen Flächen mit überwiegend Grünland im Nebenerwerb führt, ein unverzichtbarer Helfer. Das ist mittlerweile mein einzigster Traktor und das ist die Allround-Maschine für alles. Also von Mähen, Pressen, Wenden, Schwaden, das bisschen Ackerbau, was wir noch machen, läuft da auch. Miststeuer, Kipper, alles. Der 5100P ist ein wahres Multitalent. Hier verbinden sich modernste Technologien, Fahrkomfort und Design. Der Vierzylinder Common Rail Motor erfüllt die Tier 4i-Norm. Hier setzt die Maschine auf eine externe gekühlte Abgasrückführung und einen speziellen DOC-Katalysator, der im Gegensatz zur SCR-Technologie kein AdBlue mehr braucht und dadurch wartungsfrei ist. Besonders wirtschaftlich arbeitet der Traktor durch seine elektronische Motorregelung. Dadurch wird der Bedarf an Kraftstoff reduziert und die benötigte Leistung der jeweiligen Anwendung angepasst. Bei 2000 Umdrehungen pro Minute. Das ist für mich auch gerade, was den Spritverbrauch angeht, der ist doch deutlich sparsamer als wie die Vorgängertraktoren, die da waren. Und das ist natürlich auch irgendwo ein Argument für mich, wenn man hier mittlerweile 1,30 € für einen Liter Diesel bezahlt, dann macht sich das schon positiv bemerkbar. Durch das dreistufige Lastschaltgetriebe sind Geschwindigkeiten zwischen 134 Metern pro Stunde und 40 Kilometern pro Stunde möglich. Das alles in einem wirtschaftlichen Drehzahlbereich. In der Variante P gibt es auch ein serienmäßiges Automatik-Powershift-System, das das Übersetzungsverhältnis automatisch an Last- und Motordrehzahl anpasst. Die E-Klasse-Kabine der 5er-Serie beeindruckt durch Stil und Komfort. Sie ist genau wie der ganze Traktor und alle Traktoren der 5er, 6er und 7er-Serie ein Produkt der Zusammenarbeit von Deutz Fahr und Giugiaro. Der italienische Industriedesigner ist vor allem durch seinen Einfluss auf die Form des Audi 80, des Golf 1 und des Lotus Esprit bekannt geworden. Die Rundumsicht aus der Kabine ist erstklassig, die Anordnung der Bedienelemente sinnvoll und die Handhabung dadurch intuitiv. Die Federung erfolgt mechanisch oder pneumatisch. Alles in allem ein Top-Traktor. Ich bin überzeugt von der Marke Deutz, weil die Qualität einfach stimmt. Das ist bei dem 5100 eine sehr gute Verarbeitung. Das ist alles sehr übersichtlich. Es ist ein sehr angenehmer Arbeitsplatz, den man da hat. Also es ist, ich sage mal, schon irgendwo ein ermüdungsfreies, stressfreies Arbeiten. Und das in allen Bereichen. Ob ich jetzt mit dem Frontlader arbeite oder wie jetzt hier beim Mähen oder so. Das ist schon alles sehr übersichtlich und sinnig angeordnet und es macht einfach Spaß, dann auch mit der Maschine zu arbeiten. Man sich nicht ständig irgendwo verrenken muss und machen muss, um an irgendwelche Hebel und Schalter dran zu kommen. Für die Maat nutzt der Landwirt eine Front-Heck-Kombination von Krone. Vorne mit einem Scheibenmähwerk mit 2,80 Meter Arbeitsbreite, hinten sind es 2,40 Meter.
Das Frontmähwerk ist hier besonders kompakt an den Traktor angebracht, hat eine Schwerpunktaufhängung mit Pendelbock und wird kraftschüssig über die Gelenkwellen angetrieben. Durch viel Freiraum nach oben und unten ist es ideal für unebenes Gelände. Beim Heckmähwerk sorgt die seitliche Mähholmaufhängung für beste Bedingungen, auch bei Hanglagen. Der kraftschüssige Direktantrieb erfolgt über die Wellen und das Getriebe. Nach dem Mähen wird das Gras durch die mittig angeordnete Mähtrommel im breiten Schwart abgelegt. Also wenn es gut läuft, wir haben hier relativ kleine Schlaggrößen, wenn wir mal 1 Hektar am Stück haben, das ist schon viel. Und also 2 Hektar in der Stunde, die sind locker flockig drin. Aber es ist halt, in unserer Mittelgebirgslage ist das schon relativ schwierig. Geschafft, das Gras ist gemäht. Nun muss es nur noch runter vom Feld. Nur wenige Kilometer von hier, umgeben von jeder Menge Holz, ist Hector zu Hause. Hector ist ein Agrolux 310 und er gehört Schreinermeister Peter Schwarz. Wir produzieren hier Hackblöcke für die Gastronomie, für die Metzgereien, Fleischerindustrie oder wir vertreiben unser Produkt also absolut nur über Wiederverkäufer und weil wir das ganz einfach so Europa nicht sonst weiterhin nicht abdecken können. So. Die Blöcke, die sind in der Herstellung so mehr oder weniger patentiert und ja, deswegen sind wir auch, ich denke, Marktführer in Europa. Die haben also eine sehr hohe Festigkeit. Wir mauscheln nicht mit den Holzqualitäten, das heißt, bei uns wird das Holz mindestens 1 Jahr abgelagert, bevor es überhaupt in die Trockenkammer und in die Fertigung geht. Und ja, das heißt, das ist alles nur aus Hainbuche und wird folgedessen auch ist also sehr hart oder das härteste Holz, was in Europa wächst. Auch von der Rohdichte her das schwerste. Normalerweise würde für die Arbeit mit dem Holz auch ein Gabelstapler genügen. Dennoch hat sich der Unternehmer bewusst für den Kleintraktor entschieden. Ich habe ein Hobby. Ich mache ein bisschen mit Pferde darum. Ich mache ein bisschen Brennholz. Das sind aber alles Hobbysachen. Bloß ich bin also auch wieder ein Pedant in verschiedenen Dingen. Wenn ich ein Hobby habe, dann soll das auch genutzt werden oder muss ein nutzbarer Artikel sein, der nicht nur Geld kostet, sondern auch hier und da mal Geld bringt. Und deswegen nutze ich den auch hier für den Betrieb, logischerweise, um die Arbeiten zu tätigen, die ein Stapler eben nicht macht, nicht fertig bringt. Das ist für mich der Hauptgrund gewesen, so einen Traktor zu kaufen. Man muss flexibel sein, von den Kosten darf das nicht aus dem Ufer laufen und dann kann man sich auch ein vermeintlich teures Hobby leisten. Der Agrolux 310 bringt es auf maximal 62 PS. Der 3-Zylinder-Dieselmotor erfüllt die Euro-3-Norm und ist 100% biodieseltauglich. Dabei ist der Kleine ein echtes Kraftpaket. Durch seinen Wendekreis von 3,70 Metern ist er zudem extrem wendig. Dabei verbraucht der Agrolux nur wenig Kraftstoff. Deshalb ist er für kleinere Betriebe wie diesen auch bestens geeignet. Zu dem Agrolux habe ich mich entschieden, weil das Ding also absolut spritgünstig läuft. Das sind für mich Dinge, das soll nicht in der laufenden Kosten hier aus dem Ufer laufen. Ganz einfach. Und deswegen habe ich auch ein Fahrtenbuch da drin. Ausgestattet ist der Agrolux hier mit einem Frontlader der Firma Stoll mit hydraulischer Werkzeugbetätigung, der speziell auf Traktoren bis 110 PS zugeschnitten ist. Der Kleine überzeugt. Keine Probleme, bislang keine Reparaturen. Peter Schwarz ist mehr als zufrieden mit seinem Deutz. Nicht umsonst hat er ihm auch seinen Namen gegeben. Oh ja, nun, das ist bei mir der Hector. Das ist halt, Hector ist für mich hier Hector der Brutale, der Grobe. Der macht schon vieles. Ist geländegängig und, naja gut, halt Hector. Und so wie es aussieht, werden Hector und der Schreiner noch eine ganze Weile gemeinsam zusammenarbeiten.
In Wilnsdorf-Wilgersdorf im Siegerland in Nordrhein-Westfalen hat Michael Pistor sein Unternehmen. Hier sind rund 180 Rinder zu Hause, die sich sichtlich wohlfühlen. Genau wie die 30 Pferde, die es hier ebenfalls richtig gut haben. Darunter sind Pensionstiere und Schulpferde für den Reitunterricht. Mindestens genauso viel Herzblut wie für seine Tiere hat der Unternehmer auch für seine insgesamt 4 Deutz-Traktoren. Dabei setzt er nicht nur auf Modernes, sondern auch auf Altbewährtes. Wir haben noch sehr lange Deutz am Hof und wir haben ein altes Modell, ein 4006. Den haben wir das Baujahr Anfang der 60er. Den haben wir vom Futtermischwagen eingesetzt und sind auch sehr zufrieden mit dem Trecker. Der läuft jeden Tag morgens und abends und keine Probleme mit. Und dann haben wir hier noch einen 360. Damit fahre ich Winterdienst für die Gemeinde Wilnsdorf noch. Und der läuft auch wunderbar und ich kann mich über Deutz nicht beschweren. Also läuft gut. Natürlich weiß der Landwirt auch den Komfort und die Technik der neuen Modelle zu schätzen. An den alten Schätzchen hängt er aber trotzdem. An den alten Maschinen mag ich halt, dass man selber noch viel dran schrauben kann. Und an ihm habe ich neulich schon eine Kupplung gewechselt selber. Würde in der Werkstatt einen Haufen Geld kosten und so finde ich es angenehm, wenn man auch zu Hause was machen kann. Wird bei den neueren Modellen auch weniger, wie der M620, da macht man nicht mehr so viel dran, weil es ist halt viel Elektrik dran und ist halt heutzutage ein Fortschritt, halt kommt der Laptop dran, kannst einen Fehler auslesen. Auch eine schöne Sache, aber kann man nichts mehr selber dran machen. Und so sind die beiden Oldies trotz gehobenen Alters immer noch regelmäßig auf dem Hof im Einsatz. Ob er mal daran gedacht hat, zu verkaufen? Gut, für den 360 kriegt man auch noch heutzutage noch einen Haufen Geld. Den wurde mir jetzt neulich noch 15.000 für angeboten. Und bei dem Alter, das ist jetzt Baujahr 87. Und gut, ist halt ein gesuchter Schlepper, ist sehr, sehr wendig. Für Haubergsleute und so was sind die sehr begehrt, die Trecker. Und gerade mit Frontlader und so sind die sehr gesucht, die Maschinen. Und daher war ich auch schon mal überlegen zu verkaufen, aber bin mir noch nicht so ganz schlüssig. Weil ich ihn halt lieb habe. Das geht doch mal ans Herz, oder? Bei aller Nostalgie. Natürlich ist Michael Pistor aber in erster Linie ein sehr moderner Landwirt. Immerhin gilt es insgesamt 86 Hektar Fläche mit überwiegend Grünland zu bewirtschaften. Deshalb hat er sich auch 2 aktuelle Deutz-Modelle zugelegt. Einen M620 und den kleinen Traktor Agrokit. Bereits beim ersten Blick auf den großen fällt auf, irgendwie fehlt hier doch das klassische Deutz-Grün. Ist so nicht ganz original, nein. Ich habe einen Bekannten, der macht Werbetechnik und der hat mir foliert für kleines Geld. Und da habe ich gesagt, wir machen das einfach mal. Ist jetzt überhaupt gar nichts gegen Deutz oder gegen die Farbe, gar nichts gegen die Trecker. Gefällt mir auch ganz gut die Farbe, aber ist halt mal was anderes und man fällt auf. Auffallen ist auch ein gutes Stichwort für den zweiten der beiden modernen Deutz-Traktoren. Der Agrokit 230 ist zwar klein, aber auch wirklich oho. Denn der wird durchaus ordentlich gefordert. Der 55 PS hat er und da haben wir halt den großen Schwader dahinter. Wir hatten auch erst gedacht, schafft das nicht, aber läuft wunderbar mit dem großen Schwader. Ist zwar so ein komisches Bild, will ich mal sagen, aber er packt es wunderbar. Die Idee kam von meinem Vater, der ist ein bisschen auf Sonne fixiert, fährt hier ohne Verdecke und so. Und da hat er einfach gesagt, wir probieren jetzt mal den Schwader hinter den Kit zu hängen, ob das funktioniert. Und daraufhin haben wir das dann gemacht und seitdem fährt er in der kurzen Hose und Schwader. Schwader, Mähkombi. Für die beiden Traktoren geht es jetzt aufs Feld zur Grasernte. Die Zeit drängt. Die Arbeit muss noch heute geschafft werden. Regenwetter hin oder her. Wie gut, dass der Große so viel Power hat. Eigentlich bringt es der M620 auf eine Nennleistung von 155 PS. Der hier allerdings wurde ein bisschen aufgerüstet. Auf jetzt über 180 Pferdestärken. Der M620 verfügt über 4 Lastschaltstufen. Was ich sehr schön finde, ist die Lastschaltstufen. Die kann ich in der Armlehne nochmal schalten, die 4 Lastschaltstufen. Und dann habe ich am Schalthebel eine elektrische Kupplung dran. Kann ich halt die 6 Gänge schalten und nochmal die Lastschaltstufen schalten. Und man kann quasi auch ohne die Beine zu bewegen groß kann man schalten und fahren. Brauchst halt nur zu bremsen. Für die Arbeit nutzt der Landwirt eine Mähkombination von Krone. Der Vorderaufsatz ist ein EasyCut 320 mit einer Arbeitsbreite von 3,16 Metern. Er eignet sich bestens dafür, das Gras nach der Mahd breit abzulegen. So kann es besser trocknen. Das Heckmähwerk EasyCut 9140 Shift verfügt über 2 teleskopierbare Auslegarme und eine Arbeitsbreite von bis zu 8,70 Meter.
Der Abstand zwischen den beiden Seitenmähern ist hier verstellbar. Damit kann auch in Kombination mit dem Frontmäher ein Überschnitt von bis zu 50 cm ermöglicht werden. Ideal am Hang und in engen Kurven. In dieser Ausstattung schafft der Traktor bei der Grasernte rund 9,5 Hektar pro Stunde. Das gemähte Gras ist nun ein Fall für den Agrokit 230. Der bringt es auf eine Leistung von 50 PS. Unter der Haube ist ein Vierzylinder Mitsubishi-Motor der Euro 3-Klasse verbaut. Der Kraftstofftank fasst 38 Liter. Zusätzlich lässt sich hier noch ein weiterer 15-Liter-Tank einbauen. Klingt erstmal wenig. Allerdings... Wir schwadern komplett, wenn wir Silo machen, haben wir knapp 65 Hektar, die wir mähen. Und schwadern wir alles damit und der ist auch sehr sparsam, der Trecker. Das ist eine knappe Tankfüllung für die kompletten 65 Hektar und macht sonst keinen Trecker, alle anderen brauchen mehr. Außerdem besticht der Agrokit durch seine Vielseitigkeit und ist hier ein wirklich unentbehrlicher Helfer geworden. Insgesamt haben wir den Original gekauft zum Reithalle und Reitplatz abschleppen, weil er schön wendig ist, auch in der Ecken schön reinkommt und zum Holzspalten und Holzsägen. So arbeiten ist der Trecker auch wunderbar und das Schwadern ist halt zusätzlich dabei gekommen. Der Zweikreisel-Seitenschwader von Feller ist besonders hangtauglich. Beim Schwaden wird das Gras mithilfe der Rechkreisel seitlich abgelegt. Die Arbeitsbreite beträgt 6,50 Meter. Die maximale Geschwindigkeit 40 km/h. Die Arbeitsleistung beträgt rund 6 Hektar pro Stunde. Michael Pistor ist zufrieden. Die Deutz-Maschinen sind in meinem einfach die besten und laufen wunderbar bei mir am Hof und bin sehr zufrieden mit den Maschinen. Von daher bleibe ich bei Deutz und werde auch weiterhin Deutz fahren. Und wer weiß, welche Besonderheiten er sich bei seinem nächsten Deutz-Traktor einfallen lässt. Rund 60 Kilometer entfernt, in Bad Lasve im oberen Lahntal, ist auch für Manfred Becker die Arbeit für heute getan. Das Gras ist unter Dach und Fach. Jetzt geht es für den Rentner, der im Nebenerwerb 12 Mutterkühe hat, nach Hause. Und zwar in seinem Agrofarm 410. Der Universaltraktor mit maximal 85 PS und 4 Litern Hubraum ist speziell für den Grün-, Pflege- und Hofeinsatz geeignet. Hier kann er zum Beispiel durch seine niedrige Bauweise mit einer Höhe von rund 2,70 Metern und einem minimalen Wenderadius von 3,50 Metern punkten. Ein Frontlader von Deutz Fahr bietet zusätzliche Einsatzmöglichkeiten zwischen Hof und Feld. Der Vierzylinder Turbodiesel mit Turbolader, Ladeluftkühler und Flüssigkeitskühlung ist kompakt und auch bei niedrigen Drehzahlen und geringem Kraftstoffverbrauch leistungsstark. Das Getriebe bietet 4 Gruppen mit jeweils 5 Gängen und einer Lastschaltstufe. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 40 Kilometern pro Stunde. Eilig hat es der Landwirt heute sowieso nicht mehr. Er genießt die entspannte Fahrt zurück zum Hof. Dort bekommt sein Traktor noch eine kleine Dusche. Schließlich ist für Manfred Becker keine Frage, wer seinen Deutz mag, der pflegt ihn auch. Und dass er ihn mag, das steht ebenfalls außer Frage. Wir haben ja den Schlepper Deutz-Schlepper schon seit 1961 und da wollen wir auch dabei bleiben. Wieso? Ja. Wir sind mit der Werkstatt zufrieden und mit dem Schlepper sind wir zufrieden. Wieso soll man denn wechseln? Und so endet für den Deutz-Traktor für heute der Arbeitstag. Morgen geht es aber schon weiter. Frei nach dem Motto: Wer rastet, der rostet. Deutz Fahr. Nicht nur eine Marke,
sondern für die Menschen, die diese Traktoren fahren und verkaufen, ganz offensichtlich auch eine Art Lebensgefühl. Denn eines teilen sie hier alle: die Überzeugung für ein Produkt, dessen Geschichte noch lange nicht zu Ende erzählt ist.